Es ist noch früh am Tag und schweinekalt. Aber was mäht man nicht alles, damit man nichts verpassen tät an so einem Festival? Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was für ein Festival? Ja, heute ist Ahornsirup-Festival. Das ist wichtig für den Kanadier. Ahornsirup. Hey, das ist hier wie täglich Brot. Ne? Was bei euch das Bierchen ist hier der Maple-Sirup. Ja, das schütten wir uns jetzt nicht drin wie lecker Kölsch oder so. Aber es gehört zum täglichen Leben. Da kann ich euch auch gleich all die brennenden Fragen beantworten, die ihr schon auf dem Herzen hat. Wo kommt der her? Wie mäht man der? Und wofür braucht man dann den Ahornsirup? Et warens vor langer Zeit ein Irokesendorf. Der Häuptling des Dorfes hieß Voxis. Legenden flüsterten Geschichten von seiner Tapferkeit und Weisheit. Doch es war an einem ganz gewöhnlichen Tag, als es zu einer außergewöhnlichen Entdeckung kam. Nach einem langen Tag der Jagd nach Vorräten kehrte Voxis hungrig und erschöpft nach Hus zurück. Mit einem schnellen Schlag trieb er seinen Tomahawk in einen mächtigen Ahornbaum, der vor seinem Tipi stand. Am nächsten Morgen trat Voxis Frau aus dem Tipi, um Wasser zu holen, und stieß auf einen seltsamen Anblick. Das Wassergefäß am Fuß des Ahornbaums war schon gefüllt mit klarem Wasser. Neugierig probierte sie das Wasser und entdeckte eine überraschende Süße, die auf ihrer Zunge verweilte. Nicht gewillt, ein mysteriöses Geschenk zu verschwenden, verwendete Voxis Frau das Wasser an diesem Abend zum Kochen. Sie köchelte einen Eintopf stundenlang über dem Feuer. Als die Abenddämmerung hereinbrach, breitete sich ein köstlicher Duft aus. Als Voxis und die Dorfbewohner sich zum Mahl versammelten, waren die verzaubert von dem reichen, süßen Geschmack, der auf ihrem Gaumen tanzte. Yummy, yummy. Der Eintopf hatte sich in etwas Magisches verwandelt, durchdrungen von der Essenz des Ahornbaumes. Das Wort von diesem bemerkenswerten Gericht verbreitete sich schnell im Dorf und darüber hinaus. Die Entdeckung des Ahornsirups wurde von Generation zu Generation als kostbares Geschenk aus dem Wald weitergegeben. Als die ersten europäischen Siedler viel später kamen, wird es ein bisschen unklar, wer da jetzt genau der Ahornsirup für die Menschheit gefunden hat. Die einen sagen, es war Jacques Cartier, der ca. 1536 in der Waldzor einen Walnussbaum schlagen wollte, aber einen Ahornbaum erwischte. Die anderen meinen, es war jetzt viel später, 1606, und das war der Marc Lescarbot, der hat das entdeckt. Aber wisst ihr was, ich glaube, die Ureinwohner, die haben einfach nur ganz großzügigerweise dieses Wissen weitergegeben.
Nachdem du einen formförmigen Schnitt in den Baum gemacht hast, machst du einen weiteren Schnitt direkt darunter und steckst deinen Zapfhahn hinein, der aus einem ausgehöhlten Baumzweig hergestellt ist. Am Fuß des Baumes platzierst du einen Mokuk. Das ist ein Behälter aus Birkenrinde, der mit Kiefernteer und Beerenfett wasserdicht gemacht wurde. Also am Fuß des Baumes stellst du deinen Mokuk auf, der sich mit Baumsaft füllt, bis er voll ist. Und dann bringst du ihn zu einem ausgehöhlten Holzstamm. Leider ist unserer mit Eis gefüllt. Aber stell dir einfach vor, du würdest deinen Stamm mit dem Saft füllen. Nun zum Kochprozess. Der dauert lange. Möglicherweise eine Woche oder länger. Abhängig davon, wann du deinen Saft gesammelt hast und wie die Außentemperatur ist. Um den Baumsaft jetzt warm zu halten, würdest du mehrere Steine ins Feuer legen. Sobald sie heiß sind, sammelst du sie ein und legst sie in deinen Saft. Das hilft, das Wasser aus deinem Saft zu verdampfen. Dieser Prozess dauert sehr lange und irgendwann würdest du auch Ahornsirup erhalten. So wurde das vor mehreren 100 Jahren gemacht. Aber inzwischen geht es ein klein wenig einfacher. Das heißt, die ersten Schritte werden eigentlich noch genauso gemacht. Erster Schritt. Die Bäume werden nur von März bis April von ihrem Baumsaft befreit, weil nur in dieser Zeit die Temperaturen nachts unter den Gefrierpunkt fallen und tagsüber über den Gefrierpunkt steigen. Der Saftfluss stoppt, sobald die Bäume zu knospen beginnen. Zweiter Schritt. Es wird auch nach wie vor ein Zapfhahn in den Baum eingeschlagen und eine Emmer darunter gehängt. Dritter Schritt. Der Saft wird in einen Evaporator geschüttet und dann lässt man die Maschine arbeiten, bis es Sirup ist. Vierter Schritt. Danach wird noch gefiltert, bewertet und abgefüllt. Und dann hat man Ahornsirup. Man braucht ungefähr 40 Liter Baumsaft, um 1 Liter Ahornsirup herzustellen. Ah ja, und Kanada ist der weltgrößte Exporteur von diesem flüssigen Joghurt. Also, man kann Ahornsirup in Salatdressing rühren, Schlagsahnesüße, Haferbrei verfeinern, auf der Speck geben, Tomaten rösten oder andere Gemüse, in Joghurt träufeln, Ahornbutter machen, über Schweinefleisch oder Huhn vom Braten geben, für eine Senfsoße zum Kochen backen, für Granola in Polenta einrühren, kandierte Nüsse machen, über Waffeln gießen. Oder aber auch wie hier, Burger und Würstchen, eine kleine Schuss Ahornsirup beigeben. Aber am allermeisten braucht man der für Pfannekuchen. Ja, ich habe mich direkt um 7:30 angestellt und da waren noch 4 Lück vor mir. Man kann natürlich nicht auf so ein Ahornsirup-Festival gehen, ohne Pfannekuchen zu essen, mit dem flüssigen Joghurt obendrauf. Ich setze mich aber hier drin. Man muss in Kanada geboren sein, damit man überhaupt draußen sitzen kann bei 0 Grad und frühstücken. Das hat sich aber innerhalb einer Stunde geändert. Als ich auch gegessen habe, war die Schlange länger und die Tische in der Halle alle besetzt. Und draußen jobbet auch nur noch wenig Möglichkeit. So, jetzt habe ich mir Pfannkuchen im Mare. Das war lecker. Und inzwischen ist jetzt auch ein bisschen mehr los hier auf der Straße. Die Sonne ist auch draußen, das ist nämlich so schweinekalt. Und ich habe noch einen Kaffee, ganz umsonst gekriegt vom Tim Horton. Das Elmira Maple Syrup Festival ist das allergrößte Eintages-Ahornsirup-Festival der Welt. Anerkannt vom Guinness-Buch der Rekorde. 2400 freiwillige Helfer organisieren diesen spektakulären Event. Die 80.000 Besucher, die normalerweise immer auf das Festival kommen, können hier nicht nur lecker essen, sondern auch interessante Dinge lernen, Kultur und Musik genießen, faszinierende Menschen treffen und sich der Pfannekuchen-Wendewettbewerb anschauen. So, ich glaube, ich habe jetzt alles.
bin jetzt die Straße dreimal rum und rauf gelaufen und jetzt ja nicht nach Hus. Ich bin noch schön durchgefahren und ja, schön heiße Tasse Tee, die wird mir jetzt gut tun. Gut, bis dann, macht gut, tschüss.